Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem etwas seltsamen Video, weil es eigentlich selbsterklärend ist, aber die Frage kommt tatsächlich relativ häufig. Und zwar Champion versus Marksman-Schmuck auf einem Ranger. Und natürlich, wir gucken uns jetzt erstmal die beiden Sets an, vergleichen, was ist anders oder warum kommt das jemals in Frage, dass jemand diese Frage stellt. Aber wie gesagt, sie wird tatsächlich relativ häufig gestellt, das ist anscheinend ein Problem für manche Leute. Und wie es überhaupt zu dem Video hier kommt, ich habe die ganze Zeit Disconnects gerade, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ist aber auch eigentlich egal. Jedenfalls, Champion-Schmuck und Marksman-Schmuck sind eigentlich komplett identisch. Der einzige Unterschied ist quasi STR versus Dex auf den Ringen. Und beim Set-Effekt, der erste Set-Effekt vom Champion-Schmuck-Set, es müsste genug Zeit vergangen sein, dass ich mich wieder einloggen darf, ist Crit-Rate plus 10. Und beim Marksman ist es HP-Regenerierung bei Ableben des Ziels plus 750. Ansonsten Angriffskraft plus 5 und Blockdurchdringung 10 bei beiden. Das heißt, Set-Effekt ist eigentlich schon mal mehr oder weniger identisch, weil wenn du ein Marksman-Set trägst, hast du in der Regel keine Crit-Rate-Probleme logischerweise, da ja die Ringe bereits sehr viel Dex geben. Und wenn du so viel Dex hast, und normalerweise trägt das Set ja sowieso nur Ranger und sonst eigentlich niemand, ja, hast du da quasi schon den Crit-Rate-Bonus, den du aber eigentlich sowieso nicht brauchst, deswegen, ja. Ja, und ansonsten sind die Sets eigentlich identisch. Wie gesagt, die Ohrringe sind sowieso immer gleich bei allen Sets, mehr oder weniger. Die Necklaces ebenfalls. Das heißt, der einzige, beziehungsweise Necklace kann man sich ja selber aussuchen, welche man haben möchte. Das heißt, der einzige wirkliche Unterschied ist Dex versus STR. Die Frage, die jetzt natürlich kommt, ist jetzt nicht, ja, ein Marksman plus 5 versus Champion plus 5, was soll ich nehmen? Weil das wäre eine ziemlich dämliche Frage, weil das wäre 60 STR und 7 Crit Damage versus 60 Dex und 7 Crit Damage. Naja, und was wird wohl besser sein? Die Frage, die kommt, ist tatsächlich, Champion plus 5 oder plus 4 hat man bereits von einem anderen Charakter. Lohnt es sich dann in ein Marksman-Set zu investieren? Vor allem, wenn das dann clean ist. Da ja eben der einzige Unterschied Dex ist und wie wir leider alle wissen, ist Dex kein besonders guter Wert für Schaden. Und deswegen wollen wir uns jetzt also angucken, 2 Champion-Ringe plus 7 versus 2 Marksman-Ringe plus 5. Ich weiß, das ist nicht ganz der Vergleich von 0 versus 4, aber tatsächlich, wenn ich hier kurz Flyfipedia zur Hilfe ziehen darf, es ist relativ ähnlich. Also plus 0, übrigens nice Edition hier in Flyfipedia mit den Upgrade-Levels bei dem Ultimate-Schmuck. Plus 0 hat 45,5 und plus 4 hat 55,6. Also der Hauptunterschied ist eigentlich der 1% Crit Damage, beziehungsweise bei 2 Ringen 2% Crit Damage, 10 Dex. Ich meine, wenn wir reden hier gerade quasi 60 Dex versus 60 STR, wenn das schon keinen wirklichen Unterschied macht, dann machen 10 Dex sowieso keinen wirklichen Unterschied. Oder 10 STR. Und hier ist das Gleiche. Also bei plus 5 zugegebenermaßen sind es dann schon 4%. Aber wir wollen uns das Ganze jetzt ja nur mal veranschaulichen, was da so bei rauskommt. Ihr seht schon, ich habe eine Dex Flask aktiviert, weil sonst hätte ich mit dem Champion-Schmuck tatsächlich keine 100% Crit-Rate. Auch Fast Shot muss ich aktivieren. Genau, aber jetzt 100% Crit-Rate, das ist auf jeden Fall safe. Der Rest ist identisch. Ich muss mal mehr Pfeile ausrüsten, sonst gehen die hier noch leer. Genau, ich habe jetzt natürlich hier nicht das super krasse Equipment auf dem Ranger, bin aber Full Dex mit einem sehr hohen Level. Bloody Bow, 28 Angriffskraft, whatever. Also es sollte genug Equipment vorhanden sein, sage ich mal, um hier eine relativ fundierte Aussage treffen zu können. So, ich hätte jetzt gesagt, wir ballern einfach hoch bis 2 Millionen Schaden. Das sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern. Dann sehen wir da den DPS. Also ich empfehle immer, wenn man sowas vergleicht, lieber ein bisschen länger zuschlagen. Weil wenn man jetzt sich nur, keine Ahnung, 10 Sekunden anguckt oder so, mal übertrieben gesprochen, dann kann es halt sein, dass du 10 extreme High-Hits dabei hattest versus 10 extreme Low-Hits, die gar nicht kommen in so einer kurzen Zeit. Und dann ist das halt ein, naja, sehr flüchtiges Ergebnis, weil meistens kämpft man ja zumindest bei Bossfights und so deutlich länger als nur 10 Sekunden. Genau. Aber wir sehen schon hier, der Damage wird sich definitiv bei unter 30.000 einpendeln. Irgendwas mit 26.000 vermutlich. 26.000 irgendwas. Ich habe es by the way schon davor getestet, aber ich muss es euch ja beweisen, sonst glaubt es ja wieder keiner. Ja, 26 immer noch. Ich schätze mal so 26,5 könnte man jetzt schon sagen. Ja, aber es sinkt tatsächlich gerade wieder ein bisschen auf 25. Ja, 26,5 ist, glaube ich, sogar zu viel. Wir sind gleich bei 2 Millionen.
Na, ich würde eher sagen, tatsächlich 26,2 oder 3. Stopp. Ja, ich würde so sagen, 26,3 ist, glaube ich, ganz fair. 26,3. Und jetzt wechseln wir. Wir lassen alles gleich. Einfach nur Marksman plus 5. Also was ist jetzt der Unterschied? Hier resetten wir. Was ist jetzt der Unterschied? 60 Dex versus sonst die Champion-Ringe versus 68 STR, also ähnlich wie vorher. Wir hatten plus 0 ist 45, plus 4 ist 55, plus 5 ist 60. Also nicht ganz das gleiche Verhältnis, aber sehr ähnlich. Und 1% Crit Damage mehr auf den Champion-Ringen versus hier, also jeweils 1% Crit Damage mehr. Also insgesamt 16 STR mehr, also als Dex. Und jeweils 1% Crit Damage, insgesamt 2% Crit Damage. Also ein ähnlicher Vergleich wäre Marksman plus 0 versus Champion plus 4. Das wären fast die exakt gleichen Werte. Und auch hier sehen wir schon relativ früh, hier pendelt sich der Damage definitiv bei über 30.000 ein. Crit-Rate sitzt hier auf 124, das ist eigentlich der einzige Unterschied, neben dem Crit Damage natürlich. Nicht neben dem Crit Damage, neben dem Angriff natürlich wegen den erhöhten Dex-Werten. Bei STR bringt zwar auch Angriff, aber deutlich weniger. Und damit ist das Ganze, glaube ich, gegessen. Beantwortet aber noch nicht abschließend die Frage, ob sich dann ein Marksman-Set lohnt. Und ich persönlich würde das folgendermaßen beantworten. Also der Damage mit einem Marksman-Set sollte in nahezu jedem Vergleich eigentlich besser sein. Wo er wahrscheinlich nicht besser sein wird, ist, wenn du ein komplettes Champion-Schmuck-Set plus 7 hast. Oder über plus 5 auf jeden Fall. Versus Marksman plus 0. Der Schaden mit einem Marksman wird zwar wahrscheinlich trotzdem sehr nah rankommen, außer dein Champion-Schmuckset ist jetzt vielleicht plus 10, dann wahrscheinlich nicht. Aber natürlich ist es dann einfach so, oder generell, wenn man schon ein Set hat und man weiß jetzt noch nicht, ob man Ranger wirklich Fulltime spielen will, würde ich persönlich sagen, lohnt sich eher nicht. Oder wie gesagt, wenn man schon ein extrem krasses Champion-Schmuckset hat, dann wahrscheinlich eher auch nicht. Wenn man jetzt aber vorhat, Ranger wirklich Fulltime zu spielen, also wenn man wirklich vorhat, ein Main Ranger zu werden, dann lohnt sich die Investition in ein Marksman-Set definitiv. Vor allem, es gibt schon relativ viele Marksman-Sets, das ist das Gute daran, weil Ranger eine trotzdem sehr beliebte Klasse ist und wie schon gesagt, Ranger ist eigentlich der Einzige, der das Set benutzt, das heißt, es hängt da wirklich alles auch am Ranger. Und es gibt einfach schon relativ viele Sets. Ich habe mein Marksman-Set zum Beispiel auch gekauft, komplett plus 4. Ich habe das selber gar nicht geupgradet oder gecraftet, ich habe das komplett gekauft und ja, also es gibt es auf jeden Fall. Und das heißt, wenn man wirklich all in Ranger gehen möchte oder wenn man sich einen richtig guten Ranger hochziehen möchte, dann braucht man schon ein Marksman-Set. Fairerweise muss man aber sagen, der Unterschied ist doch relativ, schlecht. Wie gesagt, ich meine, ich habe hier extrem hohe Dex-Werte von mehreren hundert. Wir haben hier Fett Crit Damage auf dem Bogen, Angriffskraft, PvE-Schaden, auch überall Crit Damage erweckt. Also jetzt nicht so, dass der Charakter gar kein Equipment hat oder so. Und selbst bei und ich meine, es geht natürlich noch viel höher, was das Equipment angeht, keine Frage. Aber selbst bei so einem Equipment ist der Unterschied in Anführungszeichen relativ niedrig, bei gerade mal so, 4000 Schaden vielleicht. Und klar sind das in dem Fall tatsächlich knapp 20%. Aber du vergleichst halt wirklich das Set, das für die Klasse kreiert wurde, versus das Set, das überhaupt nicht für die Klasse kreiert wurde. Und dann ist der Schadensunterschied schon ein bisschen mickrig, ehrlich gesagt. Also es wirft natürlich schon die Frage auf, ob es das dann wirklich wert ist. Und das muss man letztendlich selbst entscheiden. Aber trotzdem fand ich immer die Frage irgendwie ein bisschen komisch. Aber sie kommt wirklich alle paar Wochen wieder. Und ich habe das tatsächlich noch nie mit einem Video sozusagen beantwortet. Aber eigentlich, wie gesagt, relativ selbsterklärend, dass so viel Dex-Unterschied, ich meine, wir können uns mal den Angriffswert angucken, habe ich vorhin gar nicht angeguckt. Angriff haben wir jetzt hier 5563, einziger Unterschied sind die Ringe. Und jetzt haben wir 4705. Ich meine, allein diese Decks machen über 800 Angriff aus. Ich meine, das ist schon ziemlich viel. Klar, wenn man jetzt Schmuck plus 0 vergleicht versus plus 4, sind die Werte ein bisschen niedriger. Aber selbst dann, diese 20% sollten ungefähr auch da vorhanden sein. Dann ist der Schaden halt insgesamt ein bisschen niedriger. Dann ist der Unterschied wahrscheinlich keine 5000 oder 4000 mehr, sondern nur noch 2500 oder 3000. Also in blanken Zahlen wird es weniger. Aber die Spanne von diesen 20%, die müsste circa gleich bleiben. Und das ist schon nicht unerheblich. Aber natürlich, sich ein neues Schmuckset zu kaufen für mehrere Milliarden Penya, vor allem wenn man knapp bei Kasse ist, wenn man mehrere Charakter spielt,
auch das ist natürlich ein gutes Argument. Deswegen sage ich ja, also wer erstmal ausprobieren will, definitiv erstmal das Champion-Set benutzen, wenn man schon eins hat. Aber wenn man sich dann eben entscheidet, hier wirklich Ranger spielen zu wollen, dann sollte man schon in ein Marksman-Set investieren. Auch wenn es vielleicht sich anfühlt, als wäre es eine geringfügige Verbesserung des Damages. In der Regel lohnt sich das schon. Genau. Und ja, damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung. Jeden Tag live auf Twitch. Schaut vorbei, haut rein und ciao, ciao.